meine Freunde, ihr seht, Martin ist da, dann müsste eigentlich hier ein Audi stehen. Aber nein, das ist ein Volkswagen. Martin hat den für seinen Sohn gekauft, der macht gerade Führerschein und das ist ein wunderbares Anfängerauto. Wir schrauben heute an einem VW Polo, Baujahr 2001, Modell 6N2 mit einem kleinen 1,0 MPI Motor, 50 PS, 1 Liter Hubraum, 4 Zylinder und ein Wahnsinnsbeschleunigungsvermögen. Das Auto hat wahrscheinlich noch den originalen Zahnriemen und deswegen zeigen wir euch heute, wie man Zahnriemen und Wasserpumpe wechselt. Bei so einer großen Reparatur ist es immer eine gute Idee, Batterie abzuklemmen. Abnehmen und so sichern, dass er nicht aus Versehen zurückkommt. Jetzt machen wir mal ein paar Verkleidungen weg. Kleinen Plastikspatel. Dann kann man diese Stöpsel daraus machen. Unten sind zwei 10er Sechskant. Ziehen wir die Kabel raus, die Zündkabel. Die sind einfach nur geklemmt. Und die Kabel an sich können sogar bei der Reparatur bleiben. Dann haben wir diese neumodischen Schellen und da ist natürlich so eine Zange, so eine Spezialzange am geeignetsten. Jetzt kann man die Klemme mit der Zange wegnehmen. Okay, super gut. Hier hinten Schraube kann drin bleiben, aber wir müssen ziemlich weit aufdrehen. Und dann kann das Ding nach oben raus. So eine Schläuche dran, ziehen wir dann ab. Moment, das zeigen wir erstmal in der Kamera. So, hier. Achso, seitlich sind der Schläuche. Die kann man nicht verwechseln, also gut. Bei dem ist so, das ist auch der Luftfilterkasten, ja? Da kann ich gleich den Luftfilter wechseln. Ja. Der Zahnriemenwechsel wäre eigentlich ganz einfach, nur hat der VW-Ingenieur die Motorhalterung durch den Zahnriemen verbaut. Deshalb muss der Motor aufgehängt werden, das wird dann hier an dem Haken gemacht und dann kommt man erst den Zahnriemen und Wasserpumpe da unten richtig dran. Um euch da gute Bilder zu zeigen, machen wir noch das rechte Rad weg, weil dann kann man unten schön auf die Kurbelwelle schauen. Hier schaut man direkt auf die Drosselklappe, deswegen ist es gut, die Öffnung zu verschließen, dann kann da nichts reinfallen. Staub und Dreck an der Stelle sind nicht besonders geeignet. Die Kurbelwelle ist unter dieser Verkleidung. Früher bei den alten Modellen waren hier zwei Schrauben, jetzt sind nur noch diese Schnappclips. In der Werkstatt gehen sie jetzt einfach mit einem großen Schraubenzieher hin und reißen die Dinger runter, kann aber das alte Plastik brechen. Deshalb biege ich hier ein paar Nasen raus. Dann geht es einfacher. Und jetzt geht es doch besser. Erster Hammer. Gleiche Nummer. So, und an der dritten Stelle ist er nur eingehängt. Das heißt, da kriegt man so raus. Jetzt könnt ihr euch die Dinger dann nochmal anschauen. Ich hasse sie. Die Spannrolle vom Keilriemen und die könnt ihr jetzt so entspannen. Und wenn er entspannt ist, kann man auch abnehmen. Und dann wieder zurück. Mit viel Gefummel geht das Ding auch unten raus. Wir müssen den Motor jetzt in diesem Bereich aufhängen und dann wird der Fuß von der Motorbrücke in dem Bereich landen. Deswegen muss der Gummi weg. Bei so altem Gummi ist es immer eine gute Idee, warm machen. Okay. Also einer schausen. Die gerippte Seite zeigt nach innen. Okay, und raus ist er. Den Motor könnt ihr mit so einer Motorbrücke aufhängen. Ich habe hier noch einen Eigebau. Ihr könnt es natürlich heute in China kaufen, da gibt es genügend Ramsch. Der Motorhalter besteht aus zwei Teilen. Hier ist noch eine kleine Verstrebung. Die hätten wir eigentlich vorher schon wegmachen können. Und dann könnt ihr die dort so abnehmen. Eine. Zwei. Da unten kommt man mega schlecht bei. 3. Und die vierte sitzt da unten. Die sind schon ganz schön geschmackvoll so.
Da kommt man nur ganz schlecht bei unter dem Ölmessstab. Aber den will ich auch nicht unbedingt lose machen. So, jetzt müsst ihr aufpassen, wenn mal alle Schrauben lose sind hier, dann merkt ihr relativ schnell, ob wir noch Zug brauchen oder nicht. Das ist jetzt das richtige Zeichen. Die Stütze ist locker, der Motor liegt nicht in der Grube. Das heißt, die Motorbrücke hält ihn. Dann kann man das Lager so abnehmen. Wenn wir uns den Zahnriemen mal anschauen, der hat hier solche Plastikclips. 2 Stück und ich glaube da unten sind noch ein paar. 3 und 4. Und dann kann man das nach oben abziehen. Und da sieht man einen guten, schönen 22 Jahre alten Zahnriemen. Um den Motor durchzudrehen, braucht ihr eine 19er Vielzahnnuss oder einen Ringschlüssel. Das ist die Antriebsscheibe für den Keilriemen auf der Kurbelwelle. Und die ist mit 4 Imbusschrauben befestigt und wir haben einen 6er Imbus und los mit der. Reicht schon die Chance. Jetzt dreht er immer weiter, damit die nächste Schraube zugänglich wird. Die kommt nur immer an die untere bei. Ja, gelaufen ist ja schon. So, du führst die mit ein. Gut. Okay. So, und das ist die letzte. Ich komme jetzt hier nicht raus. Damit wir hier rauskommen, müssen wir den Motor ein bisschen ablassen. Kommt er? Wenn der Motor tief genug ist, geht dann irgendwann die Riemenscheibe raus. So, und da ist sie schon. Wenn die Riemenscheibe unten ist, dann muss diese Verkleidung runter. Die geht jetzt erst runter, typisch VW. Und deswegen müssen die Schrauben von der raus. Die eine ist aber hinter der Spannrolle. Das heißt, ich muss jetzt erst die Spannrolle spannen und arretieren, damit ich vernünftig an die Schraube komme. Die Spannrolle auf Maximum und hier ist ein Loch. Und da können dann 3er Imbusschlüssel, wenn es auf Maximum ist, geht dann 3er Imbusschlüssel zur Sicherung rein. Und dann ist die gespannt. So, hier unten ist dann die Schraube von der Verkleidung. Und die zweite Schraube ist auf der anderen Seite, aber wenigstens zugänglich. Auch wenn man schlecht sieht und ziemlich lang, wie man von der anderen Seite wissen. Hier versteckt ist noch so eine Federklammer. Die müsst ihr auch noch rausmachen. Hier unten ist noch eine. Irgendwann ist auch die Schraube dann draußen. Schon haben wir sie. Kann man zur Not auch fallen lassen. So, also vielen Dank, lieber Ingenieur. Deine Schraube war genial. Als nächstes müssen wir den Motor auf den oberen Totpunkt setzen. Jetzt schaut euch mal diese Scheibe an. Hier sitzt ein kleiner Punkt und dieser Punkt muss auf Deckung mit dieser Maike gebracht werden. Martin dreht jetzt den Motor mit dem 19er Schlüssel ein klein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So, noch ein bisschen. Noch ein klein bisschen, noch ein klein bisschen, noch. Jetzt stimmt's. Unten an dem Zahnrad auf der Kurbelwelle fehlt ein Zahn, hier die Ecke. Und diese fehlende Ecke muss mit der Gussnase fluchten. Also hier können wir noch eine Idee weiter drehen. Okay, Martin dreht ein bisschen weiter. Okay, stopp. Okay, so stehe ich genau drauf. Okay, gut. Hier steht ja jetzt der Punkt, steht genau hier auf der Nase. Man sieht es jetzt von der Seite in der Kamera vielleicht ein bisschen schlecht. Man muss da genau frontal davor stehen. An der Spannrolle, ich habe jetzt gerade mal die neue genommen, ist hier ein Eingriff, da könnt ihr mit dem 6er Imbus gegenhalten. Die Schraube in der Mitte hat 13er Schlüsselweite. Mal die Schraube mal lose. Aha. Jetzt kommt der Riemenspanner. Und dann können wir mal den Zahnriemen
langsam abnehmen. Und da ist das Corpus Delicti. Dann können wir auch die Spannrolle komplett rausschrauben. Und wir haben sie. Da das Zahnriemenwechselintervall doch relativ großzügig bemessen ist, ist es meist eine gute Idee, beim Zahnriemenwechsel gleich die Wasserpumpe zu tauschen. Es gibt ja Spezialisten, die reißen dann einfach die Wasserpumpe raus und das ganze Wasser läuft über den Motor. Wir machen das natürlich ein bisschen anständiger. Ich lasse das Kühlwasser am unteren Schlauch ab. Die Schelle ist ein bisschen widerspenstig, weil es oben schräg gekommen ist. Aha, jetzt habe ich sie. Und jetzt haben wir die Schelle. Können wir den Schlauch ein bisschen warm machen, lässt er sich besser abziehen. So läuft es aus. Jetzt kann man auch oben den Deckel langsam aufmachen. Machen auf. Achtung. Wenn schon mal das Kühlwasser raus ist, können wir auch das Thermostat gleich wechseln. Das sitzt hier unter diesem Plastikflansch oder in diesem Plastikflansch drin. Und der hat mal 2 Schrauben. Und die zweite sitzt hier unten. Und eigentlich ist das ein Job für Magic-Ratsche. So. Die erste. Und die zweite. Von oben ab, etwas wackeln. Doch eine dritte Schraube? Doch, doch, alles gut. Hinterm Gummi. Kommt raus, so. Und schon nimmt der Stutzen ab. Wenn der Stutzen weg ist, könnt ihr unten dran das Thermostat rausziehen. Und der Stutzen hat noch einen O-Ring. Nicht verlieren und tauschen. Den O-Ring könnt ihr auch mit ein bisschen dauerplastischer Masse fixieren. Das dichtet dann zusätzlich, aber die muss dauerplastisch sein. Dann setzt man den O-Ring mal schön in das Gehäuse ein. Klebt jetzt auch mit der Dichtmasse. Dann wird das Thermostat mittig eingeführt. Warum hält es nicht? Im Gegensatz zum alten Thermostat, das so schön hier stecken blieb, fällt das neue sofort raus, obwohl es in gleicher Tiefe sitzt. So einen Ramsch produzieren die heutzutage. Jetzt haben wir das Gefummel, wie wir den gleichzeitig reinkriegen und den Deckel drauf. Jetzt muss ich versuchen, den gleichzeitig zu halten und den Deckel drauf zu setzen. So, ich setze den von hinten ein. Und jetzt versuche ich da den Deckel zu erwischen. Erster Versuch ging schief. Wieder nicht. Wir haben es geschafft. Da müssen wir die Schrauben wieder reinmachen. An die untere kommt man nur mit der Magic-Ratsche vernünftig dran. Anzugsmoment für diese Schrauben sind 10 Newtonmeter. Ich glaube, ein Tick weniger tut es auch, weil das ist Kunststoff in Kunststoff. Lieber nach Gefühl und schauen, ob es nachher dicht wird. Hier sitzt die Wasserpumpe und die hat eine Imbusschraube, Schlüsselweite 6 da unten. Martin macht sie mal von unten auf. So, das löst sich schon schön. Schon ist er lose. Sitzt die Schraube hier und jetzt hat sie sich auch schon ergeben. Der Rest können wir jetzt mit einer kleinen Ratsche machen. So, ich mache die obere mal komplett raus. Die obere haben wir mal komplett raus. Jetzt gehen wir an die untere. Die Pumpe abzieht, kann immer noch ein Schwall Wasser rauskommen. Genau. Mit der Pumpe kam auch noch diese Verkleidung mit. Dafür muss der Motor wieder ein bisschen runter, weil Martin kommt nicht mit der Pumpe raus. Jetzt ist er rausgefallen. Bei der alten Pumpe steckte hier noch ein Kunststoffteil, das lustigerweise bei der neuen fehlte. Und unten dran haben wir auch noch Watte zum Aufsaugen der leckenden Flüssigkeit. Man sieht, die war auch schon ein bisschen defekt. Die Watte können wir wieder reinstecken und das Kunststoffteil können wir dann auch übernehmen. Solche Dichtung ist eine Gummidichtung, könnt ihr immer mit ein bisschen Koriltee festmachen. Macht Porsche auch.
Was von Porsche gut ist, kann auch von dem Polo reichen. So, dann kommt die so rein. Müsst ihr aufpassen, dass oben nicht zu viel Klebstoff ist, sonst habt ihr das nachher im Kühlsystem. Also ein Hauch tut's, aber nicht übertreiben. Pumpe kommt jetzt so in den Block, dann muss man aber das Kunststoffteil drüber setzen und dann kommen die 2 Schrauben rein. Die fällt erstmal ein gutes Stück ins Gehäuse. Bügel drüber. Ja, müsste sitzen. Während ich oben das Zeug zusammenhalte, setzt Martin unten eine Schraube rein. Fest. Dann kommt die obere Schraube rein. Jetzt können wir mit Magic Ratsche dran. So, und jetzt abwechselnd anziehen. Mal hier ein bisschen leicht. Martin, ich gebe dir gerade mal den Schlüssel runter. Ja. Diese Schraube wird mit 20 final angezogen. Martin zieht jetzt die untere Schraube ebenfalls mit 20 Newtonmeter an. Gut. Jetzt stecken wir erst wieder den Schlauch auf. Wir haben ja alles montiert. Und das wird links. So bis vorne schieben. So, dann müsst ihr die Schelle wieder vorschieben, bis sie in den richtigen Bereich kommt. Und unten am weißen Strich müssen die 2 Zapfen stehen. Jetzt ist sie drüber gerutscht. Lustigerweise wurde die neue Spannrolle mit einer Schraube und einer Mutter geliefert. Wir haben eine Schraube, also war die Mutter für irgendein anderes Modell, die kann weg. Bei der Montage müsst ihr nun aufpassen, die 2 Dinger sind ein Halter, der oben in ein Schraubenloch kommt, wo am Motorblock ist. Und später muss dann die Rolle so weit gespannt werden, dass dieser Zeiger in der Mitte von dem Schlitz steht. Das werdet ihr am Auto schlecht sehen können, deswegen zeige ich es euch jetzt außerhalb, wie es aussehen muss. So, okay, die ist drin. Jetzt kann der neue Zahnriemen von oben rein. Ich falte den erstmal hier durch den Schlitz durch an der Motorstütze und dann falte er ja bis unten durch. Und dann hänge ich erstmal unten auf alle Zähne. Bevor wir den Zahnriemen aufsetzen, prüfe ich nochmal, ob die Meigen noch stehen, aber wir haben ja nichts verdreht. Das passt noch alles. Gut. So, unten wird der Zahnriemen so um die Spannrolle rum, dann über die Wasserpumpe und hier hoch zur Nockenwelle. Jetzt versucht Martin mal oben drauf zu setzen. Okay, das sieht schon gut aus. Perfekt. Ich habe den Schlüssel jetzt hier angesetzt an die Spannrolle und jetzt wird die im Uhrzeigersinn gespannt, bis ich an dem Punkt bin. Und dann macht er die mal handfest zu. Okay, das war jetzt mal handfest, das genügt mal für den ersten Durchdrehversuch. Jetzt haben wir nochmal die Meigen kontrolliert und den Zahnriemen ist ja gespannt. Jetzt können wir mal das erste Mal durchdrehen. Jetzt schön mit Gefühl durchdrehen. Und Martin schreit, wenn wir oben durch sind. Bisschen, das sind noch 6 cm. Nochmal. Nochmal. Noch 5 Geht ich gerade auf Kompression, dann muss ich kurz vor OT sein. So, noch schon 3 Zähne. 2 noch ein Stück, 3 mm. Hier oben. Weiter ein bisschen. Schön machst du das halber Zahn noch. Ich habe jetzt oben nochmal die Meigen kontrolliert gerade, passt alles. Und jetzt schaue ich nochmal, ob der Zeiger hier genau richtig steht. Den sieht man von unten im Spiegel ein bisschen besser. So, wenn jetzt alles passt, Spannrolle so festhalten und dann die Schraube mit 20 Newtonmeter anziehen. Und das waren 20. Jetzt nochmal 2-mal durchdrehen, alles kontrollieren und dann sind wir im Prinzip fertig. Nachdem alles passt, kommt jetzt die untere Verkleidung wieder drauf. Die kommt so drauf. Muss ich jetzt erstmal hier einfädeln. Dann kann ich sie so draufsetzen. Die einzige Schraube, wo wirklich gut reingeht, ist die hier. Bei der fummeln wir schon wieder hinter der Spannrolle rum. Die Schrauben haben ein unendliches Gewinde. So.
Und dann müsst ihr auch diese Klammern noch einrasten, diese Clips da. Und jetzt kommt die lustigste Schraube. Die obere Schraube ist natürlich ein spezieller Fall. Da geht es nur noch mit Spinnenhände weiter. Wenn wir den Motor hochdrehen, kommen wir besser an die obere Schraube dran. So, die Schrauben von der Verkleidung zieht er dann gefühlvoll an. Dran denken, das ist nur Plastik, gewinnt den Alu, das tut schon. Die unteren noch, da müssen wir aber wieder ein bisschen runter mit dem Motor. Müssen wir sowieso wegen der Scheibe, gehen wir also ziemlich weit runter. Und auch die unteren Schrauben ziehen wir gefühlvoll an. Und an die letzte kommen wir mit der Ratsche besser dran. Gut, Drehmoment wären so 8 bis 10, Gefühl ist besser. Aufsetzen dieser Scheibe müsst ihr darauf achten, dass der Dorn, das ist so eine kleine Erhöhung, in dieses Loch geht. Und die 4 sind die Schrauben. Die Nase für die Scheibe ist direkt hier. Also müssen wir in der Orientierung drauf. Motor ist tief genug. Ah, jetzt sind wir schon drin. Und dann setzt ihr mal die 4 Schräubchen handfest an. Jetzt schön über Kreuz anziehen, dass sich die Scheibe richtig setzt. Anzugsmoment sind 20 Newtonmeter. So, und dann schön über Kreuz anziehen. Müsst ein bisschen gegenhalten, der kleine Motor gibt da schnell nach. Nummer 3. Jetzt fehlt nur noch die. Ich muss irgendwie überlegen, wie ich da den Ringschlüssel halte. Und die letzte haben wir auch. 20 Newtonmeter, perfekt. Den Keilriemen setzt man am besten auch von unten ein. Wir haben natürlich einen neuen genommen. So, der geht hier über das Rad. Dann geht es hier an der Spannrolle vorbei, oben über die Lichtmaschine. Dann gehen wir da unten nochmal. So müssten wir da ungefähr hinkommen. Schon nicht drauf. Da ist schon nicht drauf, ja. Man müsst immer achten drauf, dass es schön so mittig drin sitzt. Da komme ich nicht ganz drüber, da müssen wir noch ein bisschen... Ah, bin schon drauf. Sieht gut aus. So, jetzt können wir den da reinmachen, dann kann der Stift raus und jetzt können wir gemütlich entspannen. Und der Riemen ist drin und gespannt. Die Verkleidung wird nur eingesetzt, so runter. Und dann hat sie hier 2 Clips. Nach Anleitung sind diese Schrauben von dem Motorträger Dehnschrauben. Wenn wir uns die Schrauben genau anschauen, sehen wir, dass das gar nicht wahr ist. Und wenn wir sie mit der Länge von den neuen vergleichen, ist kein Zehntel Unterschied. Man hätte also gut die alten wieder verbauen können, aber Lehrvideo, wir nehmen die neuen. Da ist noch jede Menge Platz, der Motor muss also wesentlich höher. Die 3 Schrauben mit Teilgewinde sind auf der Motorseite. Die haben Teilgewinde. Und die Vollgewindeschraube geht in das Motorlager rein. Mit ein bisschen Gefummel kriegt er die Schrauben rein, wobei der Trick im Wesentlichen darin besteht, erst die reinzumachen und die haben Zentrierspitzen. Die 3 Schrauben werden jetzt mit 40 Newtonmeter angezogen. 40. Und 40. Die Schraube am Motorlager außen, die bekommt 50 Newtonmeter. Und 50. Dann werden die Schrauben am Motorlager noch 90 Grad weiter gedreht. Ich habe dafür eine Winkelscheibe montiert. Und 90. So, und jetzt drehen wir nochmal 90 Grad für die hintere Schraube. 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80, noch 10 Grad. Und 1 Grad, fertig, 90 Grad, perfekt. Und Shatterhand zieht auch noch die letzte Schraube an, ist ja fast wie im Zylinderkopf. Ich
Ich lese ein bisschen vor. 60, 80 und 90 passt gut. Äußere nicht, die hatte ja deswegen 50 Newtonmeter. Dann kommt noch die Strebe da drauf. Die Schräubchen bekommen nur 25, also Spielzeugdrehmoment im Vergleich zu eben. Okay, fertig. Dann können wir auch die Brücke rausnehmen. Dann kann das Zeug jetzt wieder alles runter. Mit dem Haken vorsichtig sein. Das kommt die Führungsgummis wieder rein, damit die Haube nicht so scheppert, wenn sie zu ist. Wir sind jetzt fast fertig und zum Schluss machen wir den Luftfilterkasten, das heißt die Motorabdeckung wieder auf den Motor drauf. Wir machen die Alufolie wieder weg. So, und Sergei hilft mir. So, gucken. Ihr müsst die Entlüftungsanschlüsse wieder draufstecken, es sind 2 Stück. Das wird gleich passen, so, und dann müssen wir noch schauen, dass hier das Kabel. Deckel auflegen, muss der Lüftungsschlauch zum Gehäuse hier eingesteckt werden, hier in die Führung. Eigentlich kein Problem, man darf es nur nicht vergessen. So ist drin. Dann schauen wir hier, das können wir nachher noch machen. Zündkabel nach vorne. Müssen wir hinten noch die Führung verwischen, ja. Und dann sitzt es schon mal ganz gut. Bitte gerade zu mir. Der zweite Entlüftungsanschluss fixiert werden. Den stecken wir auch noch drauf. Und zum Schluss noch der Luftansaugschlauch. So. Und die Klemme mit der passenden Zange. Schon ist das 6er Schrauben rein. Stecken die Zündkabel wieder auf die Abdeckung. Das sollte alles kein Problem sein. Jetzt können wir mal langsam auffüllen, lauschen, ob es irgendwo rausgerückelt. So, bei ungefähr 5 Liter werden wir allmählich voll. Jetzt gießen wir es genau bis auf Max. So, dann machen wir die Batterie wieder dran, sonst geht es mit dem Startversuch schief. Es wird spannend, wir machen unseren ersten Startversuch. Und wie am ersten Tag. Haben wir wieder klasse gemacht. Ich habe das Kühlsystem jetzt laufen lassen, bis die Lüfter angingen, oder der Lüfter bei dem Auto. Damit ist das Kühlsystem soweit in Ordnung. Bei dem Kühlmittel muss man jetzt warten, bis der Motor kalt ist und dann am nächsten Morgen nochmal schauen und auf Max nachfüllen. Dann ist das in Ordnung. So, jetzt kommt auch die Verkleidung wieder drauf. Hier wird sie eingehängt. Hier drückt er dann die Blechklammern hoch. Wo sind sie? Hier. Und hier zum Hochdrücken der Blechklammern nehme ich einfach eine lange Stecknuss, die passt über den Stift und drückt dann die Federzungen wieder wunderbar in Position. So, dann hängen wir das Ding ein und fahren das vorsichtig da oben auf die Stehbolzen. Den habe ich schon. So, einen schönen Hammerschlag, das Ding ist wieder drauf. So kriegt man die verlustfrei hoch und runter. Ja. Und das gleiche Spiel auf der anderen Seite. So, sitzt die wieder bombenfest, können wir wieder 250 fahren. Dann kommt das Rädchen wieder hoch. Einfach unten mit dem Fuß festhalten. Oben Schraube rein. Habe ich versucht zu ziehen. Muss was? Ja, na gut, so ist es. So, dann einmal handfest. Drehmoment, wenn er auf der Straße steht. Vorsichtig ablassen. Kopf einziehen bitte. Drehmoment.
110 bis 120 für diese Art von Schrauben. Und alle eine Runde Drehmoment, dann passt. Auch bei der Radkappe sind wir ein bisschen vorsichtiger. Wenn ihr sie mit so einem Plastikwerkzeug hinten die Klammern reinmacht, gehen die nicht so kaputt, wie wenn der Reifenhandel das macht. So, und ganz zum Schluss darf ich die Abdeckkappen wieder drauf machen. Perfekt. Schon sind wir fertig. Auch diese Reparatur ist wieder zu Ende. Jetzt muss Kevin nur noch den Führerschein bestehen und dann kann er mit seinem Polo losdüsen. Wir sagen dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.